grundlegend bist du ja, wenn du ein Auto baust, immer nur so gut wie dein Freundeskreis. Also VR6 Klang ist halt unbeschreiblich. Ich glaube, das kann jeder also bezeugen, dass der Klang halt vom VR6 halt wirklich einmalig ist. Also die Geschichte hinter dem Auto ist David Seide, das wird einigen, sag ich mal, Begriff sein, in der Szene. Zum Beispiel auf dem Kanal wurde also schon mal der Barkas abgefilmt. Und der dachte sich damals 2015, er macht halt ein eigenes Treffen, was auch relativ cool, also das hieß Area of Color. Das war aber so gestaltet nach der Farbkarte. War sehr, sehr aufwendig nach seinen Aussagen und ja. Und er dachte sich halt einfach damals, er baut halt ein Auto zur Verlosung und dadurch ist halt dieses Fahrzeug entstanden. Da konnte man halt damals für 5 € ein Ticket kaufen und konnte dann halt bei der Losung, bei dem Treffen, das Fahrzeug halt gewinnen. Ich selber war damals nicht da, kannte David aber auch schon zu der Zeit, habe ihn da auch viel unterstützt wegen Fragen, Golf 3, weil ich hatte ja schon mehrere. Ob es damals mein Becher war, dann hatte ich noch einen schwarzen und einige andere Golf 3. Und habe halt immer zur Rat und Tat zur Seite gestanden. Ja, und nachdem ich dann ein Projekt oder sogar mehrere Projekte von mir aufgegeben hatte, weil es halt einfach kostentechnisch nicht gepasst hat oder halt auch rosttechnisch, bin ich ganz ehrlich, mein letztes Projekt war ein Scirocco 2. Wird mir, glaube ich, jeder bestätigen können, der die Fahrzeuge kennt, rosttechnisch. Also es hat, glaube ich, schon einen Grund, dass die Fahrzeuge Schirosto teilweise genannt werden. Und ja, das war dann irgendwann kostentechnisch halt zu viel. Und da habe ich damals, das wird auch einigen Leuten im Begriff sein, mit Kauli, das ist ein sehr guter Freund von mir, halt dann gesagt, komm, weg das Projekt. Und aus ganz dummem Zufall hatte David mir damals eine eBay Kleinanzeige Annonce geschickt mit dem Golf hier, wo er noch lange nicht so aussah, wie er jetzt aussieht. Und meinte hier, das war meiner, den habe ich damals verlost und da siehst du ihn auch mal. Ja, und da war der Preis ja noch relativ hoch, der stand auch schon relativ lange im Netz. Und dann habe ich halt so ein bisschen mit dem Besitzer, der den dann hatte, der ist in der Zeit schon angeblich durch 3 oder 4 Hände gegangen. Weil der das Fahrzeug gewonnen hatte keine Verwendung, hat das Auto relativ günstig verkauft, dann wieder verkauft, dann wurde das Auto, glaube ich, sogar mal getauscht gegen irgendein anderes Auto. Und ja, dann kam es schlussendlich bei mir an. Und so nahm das dann halt alles seinen Lauf. Prinzipiell war eigentlich der Plan bei dem Auto schnell was zu bauen, weil wie gesagt Ausstattung war schon gemacht, lackiert war er so schon und ja, wie gesagt, eigentlich sollte es nur ein schnelles Projekt werden, was aber ja ganz einfach komplett in die Hose gegangen ist. Und ja, da ging es halt los, weil zum Beispiel den Golf 3 gab es in der USA als Harlequin, limitiert von irgendeinem Autohaus, da weiß ich jetzt auch gerade noch nicht ganz genau den Namen, wie das heißt. Und die haben damals gesagt, komm, wir bauen jetzt, ich glaube es waren 250, 260 Stück ungefähr, ich will jetzt nicht falsch sagen. Die haben dann halt so eine Serie aufgelegt und haben halt aus verschiedenen Golf 3 einen Golf 3 Harlequin gebaut. Gab es aber halt nur in der USA, deswegen war halt auch die Entscheidung, weil ich es halt relativ originalgetreu haben wollte, das Ding halt komplett auf US umzubauen. Und das war auch schon relativ schwierig, weil es gibt halt wirklich teiletechnisch mittlerweile nichts Gutes mehr
ist ja auch der Sonne geschuldet in der USA. Und ja, dann ging es halt los. Dann Radläufe umbauen, alles auf US, Kotflüge, Stoßstangen, vorne, hinten, Heckklappe. Umzubauen erstmal auf US, dass ich erstmal prinzipiell erstmal den Grund habe, dass das auf US-Modell ist. Und ja, dann ging es natürlich ans Fahrwerk. Da ist halt die Wahl relativ schnell gefallen, weil es gibt halt leider nicht viel, wo du sehr variabel bist. Da ist es halt so TA Technics halt sehr schnell geschwenkt, weil Gutachten, du hast alles und bist relativ safe unterwegs. Dann halt noch gleich Airlift-Steuerung und alles verbaut, weil es ist halt einfach komfortabler. Ich kenne auch noch die Zeiten mit Taster hoch, runter und hatte ich auch alles schon in meinen Fahrzeugen gehabt. Ja, und dann war halt noch die Felgenwahl, die halt sehr speziell ist. Die Felgen gefallen wirklich nicht jedem, aber der Großteil sagt halt, das ist eigentlich eine verdammt hässliche Felge, aber sie passt bei dem Auto halt einfach Arsch auf Eimer. Weil das Auto halt so schon sehr aufdringlich ist und die Felgen halt sehr aufdringlich sozusagen sind durch ihre Form. Die Felgen sind zweiteilige OZ Cygnus in 512. Dabei habe ich halt auch gleich die komplette Achse, Vorder- und Hinterachse komplett umgebaut auf 512. Das gibt es ja mittlerweile alles frei käuflich zu erwerben. Also es gibt ja verschiedene Seiten. Und ja, wie auch Antriebswellen, dass du überhaupt erstmal auf diese Tiefe kommst. Weiterhin in den Umbau, was halt wirklich auch nicht jedem gefällt, aber ich finde halt, es passt halt zu der Zeit einfach. Sondern die Projekt 2 Spiegel, die ja mittlerweile, glaube ich, jedem bekannt ist, geführt alles Geld der Welt kosten. Ja, genau wie die, sagen wir mal, die Rückleuchten, wobei ich aber sagen muss, da mir auch schon einige wollten mir einreden, dass diese blauen Rückleuchten und sowas nicht ins Auto passen. Ich bin ganz ehrlich, falls wer welche hat, ich nehme auch gerne grüne Blinker-Originale, die sind aber mittlerweile auch unbezahlbar. Und ja, sonst ist eigentlich, finde ich, das Auto gut geworden. Im Innenrahmen ist natürlich noch so ein bisschen was verändert worden, wie zum Beispiel der Shifter. Weil mich das halt einfach, das glaube ich, das kann mir auch jeder bestätigen, dass die Schaltung beim Golf 3, die Seilzugschaltung, halt einfach nichts Vernünftiges ist. Ich habe die damals komplett neu gelagert und ja, es hat halt einfach nicht, es hat sich nicht gut angefühlt einfach. Und dadurch, dass ich das Auto eh kaum fahre und halt wirklich alles neu gemacht habe, war das halt einfach dann, ich halt einen sauren Apfel gebissen und habe halt einfach das Geld ausgegeben und habe halt die Schaltung umgebaut. Ja, als ich das Auto dann 2018 gekauft habe, war es ja eigentlich, wie gesagt, angedacht, ein schnelles Projekt zu werden. Was aber leider nicht so war, weil halt viel, muss ich leider sagen, gefuscht wurde von den wahrscheinlich Vorbesitzern oder halt, weil original war der Golf eigentlich ein 1.6er. Ist ein Umbau auf 2.8er VR6, natürlich mit Achsen und alles. Und ja, es wurde halt teilweise Kabelbäume wurden reingezogen, aber nicht richtig angeschlossen, wie zum Beispiel Wasserpumpe. Ja, und da ging es halt los. Krieg erstmal mittlerweile für normales Geld Kabelbäume. Und dann ging es halt los, dann waren, weil das Ding wahrscheinlich einfach mehr stand, als es gefahren wurde. Das vergammelt, dies vergammelt, den Unterboden nochmal was geschweißt, typisch Golf 3 halt. Bremsleitung neu und dann waren halt also Punkte wie 2, 3 Kabelbäume, die ich hatte. Da hast du nichts vernünftig gefunden, da musstest du aus mehreren Kabelbäumen einmachen, einpinnen, auspinnen, dann hat das nicht gepasst, hat dies nicht gepasst. Also es ist halt immer relativ schwierig, ein angefangenes Projekt zu kaufen, weil du halt wirklich nicht weißt, was der vor dir gemacht hat. Und ich versuche das halt immer so sehr, dadurch, dass ich auch gelernter Kfzler bin, immer so zu bauen, dass das wirklich wie original ist. Und dann halt da vielleicht nochmal ein Kabel mit reinziehe oder sonst irgendwas. Und das war halt wirklich so mit die Herausforderung, weil halt viel ganz wild gebaut war an dem Auto. Es ist viel schön gebaut worden, wie die Ausstattung und sowas, wo ich ja sehr stolz drauf bin, dass die Ausstattung so geil ist, die ich ja immer noch sehr hege und pflege, aber es waren halt viele Punkte, die hätten nicht sein müssen.
Also prinzipiell muss ich ja da einfach ganz einfach sagen, klar, das Fahrzeug hat einige Jahre gebraucht, weil ich bin ganz ehrlich, ich bin nicht so einer, der ein Fahrzeug baut und sich halt komplett von dem Fahrzeug finanziell abhängig macht, weil man will immer noch weggehen, wegfahren, Treffen besuchen, mit Leuten irgendwas machen und will sich halt nicht finanziell nackig machen für ein Auto. Und was mir halt bei dem Auto sehr aufgefallen ist, und das ist halt auch, glaube ich, also bin ich der Meinung, ganz einfach, man kann ein Auto immer nur so gut bauen, wie der Freundeskreis ist. Weil, wie gesagt, ein ganz, ganz großer Dank geht an Kauli, der, egal was war, wenn ich mal nicht weiter wusste oder einfach, Entschuldigung, wenn ich so sage, die Schnauze voll hatte, weil wieder irgendwas nicht funktioniert hat oder du findest keine Teile, der immer gesagt hat, warte, ich kümmere mich und immer irgendwie irgendwo was besorgt hat. Dann halt weiter, mein bester Freund Alex auf jeden Fall, der auch, wenn ich mal kabeltechnisch mal nicht weiter wusste, gesagt hat, warte, ich komme rum, steh's Bier kalt, wir machen das jetzt. Sehr, sehr großer Dank geht auf jeden Fall an Noah und David Seide, die mir beide lacktechnisch da sehr viel geholfen haben. Ob es Füllern war, Spachteln, sonst irgendwas. Ja, und natürlich Special Parts, die mir geholfen haben, zwecks diesen Umbau 512. Und ja, halt sonst auch meine ganzen Leute, Freunde, und die mir halt irgendwie bei dem Fahrzeug unterstützt haben. Natürlich auch meine Familie, die mir egal wie irgendwie geholfen haben oder halt gesagt haben, wir fahren mal los, holen welche Teile für dich. Also eigentlich, ja, danke, danke, danke. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Liken, teilen, abonnieren auf jeden Fall. Sagt euren Nachbarn Bescheid. Oder euren Freundinnen oder Freundesfreundinnen. Kommentiert es auch gerne. Sagt mir vielleicht irgendwas, was ihr noch verändern würdet oder umbauen würdet. Ob ihr das teilweise genauso seht wie ich. Und ja, vielen Dank. Was ja prinzipiell, sage ich mal, jeden bei so einem Projekt, wie gesagt, ich habe das Auto nicht David Seide ruft ein. Hier, du Hund. Hey, Morgi, Morg! Area of Color war 2015, ja? Ja. Ja, du bist gerade live im Interview wahrscheinlich. Im Outtakes oder so. Nee, ich habe das jetzt so erklärt, 5 € Ticket und Verlosung. Na, du hast für 5 € hast du ein Los gekauft und jedes Los konnte gewinnen. Also es war nicht so, dass irgendwelche Nieten dabei waren. Also jedes Los, was du gekauft hast, ist abgefallen. Ja. Ja. Da gibt es Leute, die haben 200 € an dem Abend nur Lose gekauft. Und derjenige, der das Auto gewonnen hat, der hieß Hugo, der hat ein einziges Los aus Mitleid gekauft und hat das Auto gewonnen. Und das Krasse ist, wenn man sich das Video anguckt, steht draußen, aber das sieht man nur ganz, ganz kurz, den hat keiner so richtig abgefilmt, ein Original 3er Mexiko 17 Zoll BBS Super RS. Und das war Hugo sein Auto. Also der hatte eigentlich das Auto, wie es schon da stand. Jetzt mal so. Ich glaube, hatte der auch einen Fahrer 6? Ne, der hatte keinen Fahrer 6, glaube ich, aber der hatte das Auto ja schon mal. Also hat er das dann 3 Monate später für, glaube ich, knapp 2000 € dann an Niklas verkauft, weißt du? So ist es dann gelaufen, weil der gesagt hat, ich brauche das Auto nicht. Ja. Achso, nochmal dazu zu sagen, die Karre war neu aufgebaut, also neu lackiert, Innenraum neu, es war ein Fahrwerk drin, es waren diese 17 Zoll T5 Stahlfelgen waren drauf, alles eingetragen mit Adaptern, genau, die Innenausstattung war gemacht und der Motor war umgebaut und es war alles eingetragen bei dem Auto. Die Karre war voll getankt. Und es waren
zu der Zeit gab es ja noch Überführungskennzeichen. Es war Überführungskennzeichen schon dran. Das heißt also, so ist das ja auch gewesen, du hast für die 5 Euro ein Auto gekauft, was optisch, technisch 1A war. Und das Ding war 5 Tage angemeldet und vollgetankt. Das für 5 Euro. Ja. 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 Da beißt mir heute noch ein Arsch, dass das so billig war. Schön Minus gemacht bei der Karre. Ja, das haben wir schon erwähnt, dass du da viel Minus gemacht hast. Ich glaube, ich habe dort knappe 10.000 Euro reingesteckt, weil Lackieren hat ja nichts gekostet. Und habe dann bloß 2.300 Euro oder so erwirtschaftet mit den Losen. Also es war nicht viel. Ja, und dann habe ich günstig das Auto gekauft von dir. Also nicht von dir, von dem einen Besitzer aus Stuttgart da die Ecke. Ja. Das ist eigentlich das, was ich ja mit dem Auto eigentlich erreichen wollte. Ich wollte eigentlich, dass das so ein jungscher Typ gewinnt, der sagt so, ey geil, ich habe die Karre auf einem Treffen gewonnen für ein paar Euro und hat erstmal ein Auto, mit dem er irgendwo stoppen kann. Ne? Und ich wollte eigentlich nie, dass das eine Wanderhure wird. Aber ich meine, naja, was ist denn draus geworden? Eine Wanderhure, bis dann Marky Mark gekauft hat und ich hoffe, dass er das Auto halt weiter behält. Ja. Und nicht irgendwo in 5 Jahren sagt, ich hab keinen Bock mehr. Gut, David. Wir machen erstmal kurz Schluss. Da tun wir lieber nochmal umlackieren. Gut, wir machen erstmal kurz Schluss. Wir können noch mal kommunizieren. Ja, hier, wir telefonieren nachher nochmal. Habt ihr gehört? Bis denn.